Herzlich willkommen zu den heutigen Themen Timeframes und der Replay-Funktion. Mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Andreas. Hallo bei Börse und Co. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Folge TradingView Timeframes und Replay. Die Timeframes. Je nach Mitgliedschaft kann man unterschiedliche Timeframes in der Vorsortierung sich oben anzeigen lassen, sodass man die als Schnellauswahl eingefügt hat. Wir sehen die komplette Übersicht, indem wir hier oben einmal aufklappen. Da sehen wir ganz oben, wir haben ein benutzerdefiniertes Intervall, wo wir hinzufügen können. Das heißt, wenn uns diese ganze Liste, die wir hier sehen, nicht ausreicht, dann können wir eins selbst definieren. Das geht allerdings meines Wissens nur in den bezahlten Versionen, nicht in den kostenlosen. Ich klicke einfach mal drauf, ja, dann sehen wir, okay, was wollen wir anlegen, und wir sagen jetzt nur mal als Beispiel, ich wollte warum auch immer ein 36 Minuten Timeframe, ja, hier kann ich umstellen zwischen den Minuten, Tagen oder eventuell auch Bereichen, da kommen wir gleich zu. Sage hinzufügen, so, dann sehen wir hier unten das 36 Minuten Timeframe. Brauchen wir natürlich nicht. Ich sag mal, was vorgegeben ist, das reicht eigentlich im Großen und Ganzen. Deshalb lösche ich das sofort wieder heraus. Und analog zu damals, zu den Hilfs- und Zeichentools, können auch wir hier Favoriten anlegen. Das heißt, überall, wo wir ein Favoritensternchen vergeben, finden wir dann hier oben in dieser Leiste für die Schnellauswahl. Wir haben zur Auswahl nicht nur Zeiteinheiten, sondern auch andere Einheiten wie sogenannte Ticks. Ein Tick ist die kleinste Bewegung eines Assets. Ja, also jetzt zum Beispiel bei einer Aktie wie hier in US-Dollar wäre dann die kleinste Größe ein Tick und somit ein Cent. Die Tick-Charts sind meines Wissens nur in den professionellen Mitgliedschaften anwählbar. Das sehen wir auch. Wir probieren einfach mal, klicken hier drauf. Ja, und dann sehen wir schon das Fenster. Ja, ich selber bin in der Premium-Sparte unterwegs, und dann sehen wir, okay, das ist jetzt hier in dieser Mitgliedschaft nicht mit inbegriffen. Aber wie gesagt, der, wo es zwingend benötigt, gut, der muss eben bis zu der Stufe upgraden, wenn er es denn für sich als nützlich oder notwendig erachtet. Wir haben des Weiteren nach Minuten, Stunden und Wochen haben wir hier unten die sogenannten Bereiche. Auch die Bereiche handeln wieder, sagen wir, über die Größenordnung der Kurslinie. Ja, wenn wir also hier jetzt mal auf einen Bereich gehen, dann sehen wir hier rechts, also erstmal, es ändert sich der Chart von Kerzen in Range, weil ein Bereich eben nur in einem Range-Chart dargestellt werden kann. Und dann sehen wir, ja, dann sind es wie so ganz kleine Einheiten, und das ist dann wirklich in diesem Fall ein Cent. Dementsprechend, wenn ich jetzt natürlich hingehen würde und würde 10 Bereiche auswählen, dann entspricht natürlich dieser Bereich eben 10 Cent. Wir können des Weiteren hier unten links auch vordefinierte Zeiten anschauen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel 3 Monate auf einem Chart sehen. Ich ändere dazu hier erstmal wieder ganz normal ab in den Kerzenchart. Ja, wissen wir wollen keine Bereiche, wir wollen den Kerzenchart, den machen wir ganz normal auf Tagesbasis. So, und jetzt sagen wir wollen 3 Monate auf dem Chart sehen. Dann wählen wir das hier unten an. Jetzt werden uns automatisch die letzten 3 Monate angezeigt, und wir sehen, für diese Darstellung ist der Chart umgesprungen auf den 1-Stunden-Chart. Wenn ich das hier unten erweitere auf ein Jahr, ja, dann können wir schauen, hier sind wir jetzt am 29. Mai, hier sind wir Anfang Juni, also wir haben exakt ein Jahr, wo wir angezeigt bekommen.
Und für diese Darstellung ist der Chart dann automatisch umgesprungen auf die Tagesansicht. Ich persönlich verwende den Bereich hier unten eigentlich eher selten, sondern nehme hier oben die Auswahlfilter. Wir haben des Weiteren, wenn ich wirklich einen ganz konkreten, definierten Zeitraum anschauen will, dann haben wir hier unten auch noch einen Kalender, wo wir einen benutzerdefinierten Bereich anlegen können, ja, wo wir sehen eben, wir können hier eine Zeitspanne anlegen, der über Jahre, über Monate, über einzelne Tage geht, falls nötig sogar mit der dementsprechenden Uhrzeit. So, bevor wir jetzt natürlich zur Wiedergabe, zum Replay kommen, natürlich kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unser Kanal gefällt, seid so nett, Daumen hoch, schreibt uns Kommentare, abonniert unseren Kanal, damit wir wachsen können. Es freut uns, motiviert immer wieder. Und ich sage schon mal Dankeschön vorab fürs Abonnieren. Dann gehen wir doch gleich wieder zurück und kommen auf das Replay. Nicht selten kommt die Aussage, ja, jetzt der Chart ist da und da kann man ja dann alles rauslesen, was hätte passieren können und was passiert ist. Aber ich weiß es ja nicht, zum Beispiel hier an dieser Stelle, was wird passieren. Vor allem natürlich bei Strategieerarbeitungen, wie kann man einzelne Situationen traden, wann kann man adäquat in das Asset einsteigen, egal ob Short oder Long. Hierzu kann man natürlich seine eigenen Überlegungen testen, unter anderem mit dem sogenannten Replay oder der auf Deutsch Wiedergabe. Die wählen wir hier oben an und jetzt können wir entscheiden, wo in diesem Chart wir quasi das Replay starten wollen, bei welchem Balken. Ja, ich mache das jetzt einfach mal hier, wo ich sage, hier schneide ich. Das heißt, ab da, wo ich geschnitten habe, alles, was danach kam, wurde abgeschnitten. Es ist also nicht mehr sichtbar. Und ich kann jetzt hingehen und kann meine eigenen Trading-Strategien ausprobieren, ja, indem dass ich sage, okay, ich teste meine Strategie. Ich wäre jetzt meinetwegen vielleicht hier zu einem Short eingestellt. Ich würde eine Short-Position eingehen. Würde sich dieser Trade wirklich so entwickeln? Ich drücke hier unten auf Start. Und dann sehen wir, ja, wie jetzt quasi die weiteren Kerzen kommen. Und dann sehen wir schon, okay, mit dem Short wäre es da nichts geworden. Ne? Also hier haben wir ruckzuck eine Bodenbildung gehabt und der Kurs ging wieder nach oben. Das kann man dann weiterlaufen lassen. Man kann sich wieder sein neues Setup suchen, kann das testen, kann schauen, ob die eigene Mutmaßung zutrifft oder nicht. Und kann eben in diesem Fall üben, ohne dass man A, ewig warten muss. Hat trotzdem immer die Unbekannte mit drin, dass man nicht weiß, wie wird er sich entwickeln. Wir haben natürlich hier unten ganz normal dann noch die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verlangsamen, je nach Bedarf. Wir können umstellen im Timeframe. Ich kann also auch jetzt hier oben umswitchen auf die Minutendarstellung. Das heißt, ich bekomme jetzt gezeigt, ja, was quasi im Minuten-Timeframe damals passiert ist in diesem Chart. Und wenn ich fertig bin, gehe ich hier unten auf Schließen, Beende und bin wieder in der normalen Ansicht. Eine gute Möglichkeit, zusammen mit dem Demo-Konto, welches wir ebenfalls in TradingView zur Verfügung haben, ja, wo wir also wirklich rein simuliert traden können, können unsere Strategien testen, ob sie denn zum Erfolg führen. Ihr wisst, Grundregel Nummer 1, stay in game. Verlieren tut man. Wichtig ist, man muss weniger verlieren, wie man eben gewinnt. Und das über längeren Zeitraum, über längere Trades. Und dann kann es was werden. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Würde mich freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Zum Schluss natürlich, wie immer, natürlich noch der Disclaimer. Alles, was ihr hier seht, was wir euch zeigen, was wir kommunizieren, sind rein subjektive eigene Erfahrungen und dienen zu keinerlei Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf irgendwelcher Assets.
In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal, hoffe, ihr seid wieder dabei. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.